Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Goldaktien. Verpassen Sie nicht den Einstieg. Disclaimer. Verpassen Sie nicht den Einstieg bei Top Gold- und Silberaktien. Es ist nicht mehr zu übersehen. Die Goldaktienrallye hat begonnen, was bislang noch kaum jemand gemerkt hat. Aber der Anstieg findet statt, wenn auch versteckt. Das große Geld wird meines Erachtens jetzt mit dem Anstieg von Top-Penny-Gold-Aktien gemacht, wie die beiden Beispiele andeuten. Die rechte Aktie konnte man bzw. kann man jetzt noch immer für unter 20 Dollar Cent kaufen. Ein Anstieg auf 1 Dollar oder mehr zeichnet sich schon jetzt ab. Sobald das passiert, ist der ganz große Hebel schon raus. Eine derartige Chance wird es sobald nicht wieder geben. Nutzen Sie daher das noch offene, aber sich schon schließende Zeitfenster. Ja, ich finde, die Charts deuten es eigentlich an, was jetzt hier am Markt passiert. Die Goldaktienkorrektur, wie wir sie hier exemplarisch bei diesen beiden Goldaktien sehen, die es eigentlich seit Ende 2020 gegeben hat, ist eindeutig zu Ende. Der Boden ist gefunden und meines Erachtens beginnt der Anstieg. Im Grunde genommen ist zu einer Wiederholung eigentlich der Situation äh, von hier 2019 auf 2020 davon auszugehen, aber so wir hoffen, weil vermutlich sich Gold dauerhaft über 2000 Dollar etabliert, vor einer wesentlich größeren Magnitude. Wahrscheinlich wird das der größte Arm dieser Goldaktienbullenmärkte sein. Also die Goldaktien dürften besonders stark steigen und das sollte zumindest reichen, hier zumindest die alten Hochs wieder erreichen, also mindestens über 1 Dollar auf der rechten Seite oder hier auf der linken Seite 3,50 Dollar bringen, aber noch viel, viel mehr. Das ist ja ganz klar. Weil wenn Gold sich jetzt dauerhaft dann über 2000 Dollar etabliert, erwarten dann die meisten Anleger langfristig auch 3, 5 oder sogar 10.000 Dollar. Und das nehmen dann die Goldaktien im Allgemeinen vorweg, diese Preiserwartung. Dann werten sie stark auf und sind im Verhältnis zu Gold überbewertet und dann muss man die Goldaktien abstoßen. Aber in der Situation sind nicht, in der kommen wir jetzt wahrscheinlich in den nächsten 6 bis 9 Monaten hin. Im Augenblick sind wir eben noch einer Verzerrung nach unten. Und sobald dann Gold weiter steigt, kriegen wir diese Einstiegskurse nicht. Dann können wir nichts mehr hier, also von hoher Qualität, für 10 oder 20 Cent kaufen, wie auch immer. Und klar, es gibt dann viele Neugründungen und so, aber da kommen dann auch eben die Verluste her. Die richtig guten Aktien für derartige Preise kann man jetzt kaufen. Sie sehen, es ist bald vorbei. Das ist wie Gummibänder, sind die quasi hier gespannt, die jederzeit auf ihr altes Hoch zurückschnappen können. Und dann ist die ganz große Chance bei Goldaktien vorbei. Da will ich auf alle Fälle darauf hinweisen. Ähm, also das eine hier ist ein Goldprojektgenerator mit großen Reserven. Ich habe das nochmal rauskopiert. Das sind Potentialfaktor 26 hat das noch. Ähm, Die haben 18 Millionen Unzen Gold, auch in sicheren Rechtsgebieten, aber auch in Brasilien etc. Also dieses Unternehmen könnte quasi von jetzigen Punkt aus, also von 1,63 um das 26-fache steigen. Das würde dann ungefähr bedeuten, das könnte noch auf 40 Dollar hochgehen. Allein auch das ist schon eine enorme Chance und das bei relativ moderaten, vielleicht hohen Risiko. Klar, es gibt überhaupt keine Goldaktien ohne Risiko, aber das ist, denke ich mal, ganz begrenzt. Ist ein schöner Hebel auf Gold auf alle Fälle. Und dann natürlich noch das sehr hohe Risiko. Ähm, Da ist hier ist der Potenzialfaktor noch 172. Das errechnet sich eben aus der Marktkapitalisierung, die, glaube ich, jetzt noch aktuell um die 30 Millionen, ich habe das gar nicht so im Kopf, ist und nee, 27 Millionen ist. Hier steht es, das habe ich rauskopiert. Und es würde dann bedeuten, bei einer wirklichen Goldaktienrallye könnte diese Aktie um das 172-fache rein mathematisch steigern. Das ist natürlich nur ein ungefährer Vergleichsindikator. Wohin sowas wirklich geht, ist kaum zu sagen. Aber ich würde eben sagen, die Phase, dass wir die für 10 bis 20 Cent kriegen, ist relativ bald vorbei. Das schnappt dann ultra schnell hoch, wie Sie es ja machen,
im Jahr 2020 gesehen habe in Richtung $1, dann ist der ganz große Hebel raus, um die großen Gewinne zu machen. Und dann denke ich mal, geht es nicht mehr wieder seitwärts oder runter. Dann geht es erst richtig los und dann sind vielleicht irgendwo 2, 3, 5, vielleicht mehr möglich. Also wenn dann wirklich eine Goldaktienmania geht. Aber man muss eben jetzt einsteigen, dass man die große Gewinne hat. Ja, das wollte ich mal sagen. Goldaktienkorrektur ist vorbei, schon seit über einem Monat. Lassen Sie sich nicht sagen, der Markt ist uninteressant. Sie sehen das, was hier läuft. Das sind bei weitem nicht nur diese Aktien. Und viele haben auch noch gar nicht gezündet. Das werden die auch meiner Meinung nach in der Masse auch nachholen. Das sind natürlich auch eben besonders gute Aktien, die laufen, aber es ist nicht zu übersehen, dass sich hier was Großes anbahnt. Und wie gesagt, wir gehen ja davon aus, dass wir mindestens irgendwo 4 bis 6 Monate Goldaktienbullenmarkt geht, wo das hier enorme Größen erreichen kann. Also eine absolut interessante Situation. Hier nochmal ein Goldprojektgenerator, der in Quebec und Ontario operiert. 12 Millionen Dollar Marktkapitalisierung, sehr hohes Risiko. Ähm, also den habe ich deshalb erwähnt, weil er, sage ich mal, die Attribute hatten, die auch solche Aktien im Highflyer machen könnten. Sie haben eben für diese 12 Millionen Marktkapitalisierung enorm viele Projekte, die ich mal kurz zusammengefasst habe. Das geht noch 2 Seiten weiter. Das will ich gerne mal mit Ihnen kurz überfliegen. Und das nur für 12 Millionen Dollar. Ich meine, was kriegt man heute für 12 Millionen Dollar? Sicherlich nicht 6 oder 7 große Goldexplorationsgebiete im Normalfall. Also das ist hier noch eine Marktverzerrung, die ist widerspricht jeder Logik. Und das ist eben auch die Größe der Kaufchance, die wir haben. Wo liegt das Unternehmen? Das operiert ja Ontario, Quebec. Das ist hier eingegrenzt. Das ist dort die Jamesbucht, die James Bay, die ja von der Hudson Bay abgeht. Und auf der rechten Seite ist Quebec und auf der linken Seite ist Ontario und da explorieren sie dann eben auch. Ne? Also hier 80 Kilometer südlich des Sabat-Radisson-Projekt, 50.000 Hektar, auch groß. 80 Kilometer südlich von Radisson, 60 Kilometer vom Flughafen La Grande. Das ist, wie gesagt, am östlichen Ufer der James Bay in Quebec. Ähm, ja, die östliche Grenze des Grundstücks liegt neben der Goldlagerstätte La Pointe. Quebec Precious Metals agiert da. Das Projekt befindet sich in einem wenig erforschten Gebiet außerhalb des bekannten Grünstungsgürtels in der Nähe der Unterprovinzen La Grande und Pinaca. Bohrergebnisse hochgradig 7,78 Gramm pro Tonne auf 6,15 und 186 sogar Gramm pro Tonne Gold und auch 200 Gramm pro Tonne Silber. Dann das Egan-Projekt, 11.720 Hektar, gelegen in Abitibi in der Nähe des Goldlager Timmins, Kirkland Lake und Matchewan. Bohrergebnisse Gold auch wieder sehr hochgradig, 105 Gramm pro Tonne Gold, wobei 15% der Proben mehr als 10 Gramm pro Tonne, alles absolut hochgradig. Vielleicht nochmal einen Blick, bevor wir weitergehen, hier auf den Aktienkurs. Sie sehen, diese Aktie hatte schon mal vorher gefasst, damals auch vom Corona-Tief. Hier ist dann bis auf 1,72 gestürzt und hat eigentlich dann auch seit diesem Punkt alle Gewinne abgegeben, in dem Fall tiefer gefallen, aber auch meines Erachtens den Boden jetzt gefunden. Weil aus meiner Sicht, der Markt erkennt dann auch, die haben einfach zu viele Grundstücke, zu viel Wert. Das hat einen Boden. Ne? Und da sind wir eben im Grunde genommen immer noch. Und sowas kann sich natürlich auch sein, dass es dann zu dieser alten Höhe dann auch schnell wieder zurückschnappt. Das ist nicht ausgeschlossen, gerade wenn es zu guten Büroergebnissen kommen sollten, dass sie jetzt bislang noch nicht so hatten. Ja, das Menarik-See-Projekt, 5.600 Hektar, 30 Kilometer südliches Flughafen La Grande auch wieder, 45 Kilometer südlich Radisson, 2 Stromleitungen durchqueren, einfacher Zugang, Boot, Flugzeug, hochgradiges Gold, in der Regel mit Quarz-Carbonat-Ager verbunden und da gab es sogar Bohrergebnisse von 1 Gramm bis 1918 Gramm pro Tonne Gold. Ihr könnt sich ja vorstellen, was auf diesem Territorium da ist. Denn das Menarik-Ost-Projekt, 3.289 Meter, liegt auch in der Nähe von La Grande, 50 Kilometer südlich von Radisson. Stromleitung in der Nähe des Bergbauklems, polymetallische Vorkommen mit erheblichem Potenzial für
magmatische Chromite, also Chrom, und Massivsulfide, Nickel, Kupfer, PGE-Metalle sowie orogene Goldlagerstätten. Auch enorm hohe Bohrergebnisse, 57,6 Gramm pro Tonne Gold, 858 Gramm pro Tonne Silber, 2,49 Gramm Zink, 2,4 Gramm Blei und 18,44%. Andere Metalle, weiß ich jetzt nicht, was AS ist, aber 5,58 Millionen, 8% Kupfer auch. Dann das Seefagnant-Projekt, wo 49% von gehört. Mehr als 30 Goldvorkommen, die besten Proben ergaben zwischen 1,7 und 47,03 Gramm pro Tonne Gold. Dann das Blicklock-Gebiet, 6.900 Hektar. Sie liegt 60 Kilometer westlich der Goldmine Casa Berardi und 50 Kilometer südlich der Goldmine Detour Lake im Nordosten Ontarios. Bohrergebnisse 17,9 Gramm pro Tonne, 79 Gramm pro Tonne Silber und dann einschließlich auch noch 210 Gramm pro Tonne Gold und 1200 Gramm pro Tonne Silber auf 0,4 Metern, absolut hochgradiges Gold. Dann das Alunoi-See-Projekt liegt 165 Kilometer südlich von Kujai und 286 von Shepherdsville. Erreichbar mit Flugzeug, Wasserflugzeug, 7 Nickel, Kupfer, PGE-Lagerstätten, historische Ressourcen, 1 Million Tonnen mit 2,02% Kupfer, 0,4% Nickel, 1 Gramm pro Tonne Platinum und Palladium. Das Selbene-Projekt, 12 Kilometer östlich der historischen Selbene-Mine, Kupfer, Zink, Gold, Silberlagerstätte. Die wurde bis 2004 vom Billiton betrieben, verfügt über Ressourcen von 57 Millionen Tonnen, die etwa 1 Million Unzen Goldanhalt. Dann auch eben Bohrergebnisse, auch hochgradig 5,4 Gramm pro Tonne auf 8 Meter beispielsweise. Und dann das Pontax-Gebiet, 15.323 Hektar, liegt 220 Kilometer nördlich von Matagami, entlang des Billy Diamond Street, erreichbar durch Truck und Boot. Und dann das Duari-Nordgebiet, 4.000 Hektar, Teil des Casa Berardi Deformationskorridor, 5 Kilometer nördlich der Goldlagerstätte Duai ab. Ja, und dann liegt sie 40 Kilometer südwestlich von Matagami, erreichbar mit Lastwagen und Holzfällerstraßen. Ja, wie gesagt, nochmal zu der Aktie. Sie sehen, große Ressourcen. Ja, was kann man tun? Ich meine, wenn sowas enorm unterbewertet ist, dann ist es sicherlich keine normale Marktsituation. Und wenn man wirklich jetzt vom Goldbullen ranschickt, kann sowas eben von den Großinvestoren schnell entdeckt werden und einkaufen. Und es hat sich verdoppelt und verdreifacht. Das geht sehr, sehr schnell. Oder beziehungsweise ist dann auch sehr schnell auf diesem All-Times-Hoch wieder hoch, was ich Ihnen vorhin auf einem Chart gezeigt habe. Ja, das ist das im Grunde genommen, was auf diesen Effekt setzen wir auch. Das hat es ja eben 1970 in diesem Goldaktienbullenmarkt gegeben. Da stiegen eben diese Aktien von diesen Werten 15, 20, 30 Cent eben auf 15, 20, 30, 40 Dollar. Und gar nicht so selten konnte man aus 1.000 Dollar eine Viertelmillion machen. Das kann man natürlich nur machen, wenn es jetzt total unten ist, was es jetzt ist, und möglicherweise eine wirkliche Goldrallye vorliegt, was auch nicht unwahrscheinlich ist. Also die Zutaten sind eigentlich da, um ähnliche oder in Ansatz, zumindest in Ansätzen ähnliche Resultate zu haben. Ja, 1000-Becker-Reporte versuchen eben solche Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu sortieren, den Potenzialfaktor, wenn möglich ist, zu berechnen. Das kann man natürlich nur machen, wenn man da relativ genaue Zahlen hat, welche Ressourcen an Gold und Silber haben die. Wenn nicht, kommt man schnell ins totale Schätzen rein. Da muss man einfach jetzt mal eher jetzt auf die Projekte, auf die Bohrergebnisse und so gucken, dass man eben bei der erwähnten Aktie auch sehen kann, dass es auch möglicherweise sehr viel Potenzial ist. Aber am Ende bewertet das alles der Markt. Am Ende muss der Markt das wertvoll halten. Und wenn allgemein die Stimmung steigt, dann schießen diese Aktien hoch. Also wenn das kommt, das ist unglaublich und da muss man einfach nur dabei sein. Deswegen machen wir eigentlich die ganze Arbeit im Vorfeld und haben eigentlich auch die ganzen Monate vorher getrommelt, weil wir glauben, es liegt eben vor uns. Wann genau das hochgeht, ob es nochmal gedrückt ist, wissen wir nicht. Aber wir wissen eins, es liegt vor uns. Die haben Probleme. Sie müssen Gold und Silber den Preis hochlassen. Das führt zu Goldaktienrallye, ganz klar. Ja, also
wir haben, wie gesagt, haben wir eine Exit-Strategie entwickelt. Also in was investiert man, wenn der Boom vorbei ist? Also damit meinen wir nicht unbedingt, dass sie jetzt automatisch dann die Gewinne dann in Standardaktien setzen soll, sondern im Grunde genommen würden wir halt empfehlen, wenn Sie jetzt mehr Gewinne mit Gold- und Silberaktien haben, dann nehmen Sie die Gewinne. Zum einen leben Sie davon, um nicht Gold und Silber verkaufen zu müssen, und zum anderen kaufen Sie mehr davon Gold und Silber. Wenn Sie vielleicht nicht an Gold und Silber in der Endphase mehr kommen sollen, vielleicht für einen Teil nicht, dann können Sie beispielsweise, oder Goldaktien auch einfach schon teuer dann sind, dann kann man vielleicht einen Teil, wo es dann keinen Sinn mehr macht, Gold und Silber gibt oder vielleicht auch nicht rankommen, kann man beginnen, dann einzelne Top-Aktien zu kaufen. Die würden, da ist dann die Chance, dass es dann irgendwie überlebt, doch meiner Meinung nach relativ groß. Aber hauptsächlich tendieren wir eben dazu, weil wir eben die Zukunft nicht kennen und uns absichern zu müssen, Goldaktiengewinne in den Kauf von mehr Gold und Silber zu überführen. Ja, Einlage von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft. Da meine ich eigentlich gar nicht so das Thema Einlagerung, sondern die Transaktion. Je schwieriger das wird, so unruhiger die Lage wird, so schwieriger höhere Preise auch die Edelmetallhändler abgeben, brauchen sie vielleicht eine gute alternative Bezugsquelle, und die sind eben zu jeder Zeit an Gold und Silber kommen, lagern das sofort dann noch in der Schweiz ein, ist total unkompliziert, total billig. Und denke ich, kann vielleicht in speziellen Situationen sinnvoll sein. Also das kann man sich vielleicht auf alle Fälle mal angucken, wenn man es noch nicht kennt. Das macht vielleicht Sinn. Ja, immer erst Preisvergleich von Gold und Silber auf Vergleichsportalen wie Gold.de, ist klar. Nützliche Information, Kontakt, also das nochmal aufgeführt, mit welchem Broker kann man in der EU arbeiten. Da gibt es ja die Giro Flatex zum Beispiel, wo man dann auch im Toronto Stock Exchange Aktien kaufen kann. Dann in Schweiz, das ist eben Swissquote, gibt es da, können Sie auch handeln mit Nicht-Schweizer Wohnsitz. Ja, wo Edelmetalle einlagern in der Schweiz und Liechtenstein, Langfristcharts von Gold, Silber, Uran und anderen wichtigen Rohstoffen. Goldaktienindexchart, GDX, GDXJ, Goldaktien, Goldratio, Buch über Goldaktienbewertung. Wo kauft man am günstigsten Edelmetalle? Weitere internationale Diskussionsforen wie CO, CA, Informationen von Experten wie Uwe Bergold, Videos sind verlinkt. Und ansonsten, wenn Sie generell Fragen, Zustellungsprobleme oder Anregungen haben oder was auch immer, kontaktieren Sie mich einfach, schreiben Sie entweder eine Mail oder rufen mich an, und sobald es mir zeitlich möglich ist, würde ich Sie dann zurückrufen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Sie das noch nicht getan haben und das Video soweit gefallen hat. Dann vielleicht die Glocke betätigen, dass Sie sofort über neue Videos informiert werden. Vielleicht auch, wenn Ihnen das eben, wie gesagt, gefallen hat, den Like-Button auch betätigen, weil das hilft den Algorithmus. Und so würde vielleicht die Information für andere dann auch noch, die werden dann quasi vorgeschlagen für andere. Das ist dann hilft bei der Verbreitung. Und ich denke mal, wenn Sie, wie ich das vermutlich sehen, dass das eine Hilfe für viele andere sein kann, in gerade durchaus schwierigen Zeiten, ähm, ist es vielleicht schon sinnvoll. Ja, also nochmal ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende an der Stelle und bis zum nächsten Mal.